Die Juden sind eines der ältesten und einzigartigsten Völker der Welt. Sie haben es geschafft, die Unterdrückung durch die Ägypter, die Assyrer, die Römer und die Nazis zu überleben, und schließlich, nach Tausenden von Jahren der Wanderschaft, haben sie es geschafft, um ihren Staat Israel wieder aufzubauen. Sie haben einen schwierigen Weg hinter sich, ohne ihre Sprache zu verlieren, Kultur und Glaube. Aber wie haben sie das gemacht? Wo hat das alles angefangen? Gehen wir ausgerechnet die jahrhundertelange Geschichte der Kinder Israels durch in 15 Minuten. Um die Wahrnehmung der zahlreichen Perioden der israelitischen Geschichte zu vereinfachen, verwenden wir die Zeitleiste, indem wir die bedeutendsten Propheten der Bibel, bis hin zum Auftreten Jesu. Seht, die Gottlosen bauen den Turm von Babel. In der Zwischenzeit blieb Noahs Ururenkel Eva der einzige geistige Führer, die sich weigerten, an der Errichtung dieses Turmes. Nach einiger Zeit wurde einer seiner Nachkommen, genannt Terach, wurde der Vater Abrahams, derselbe, von dem man glaubt, er sei der Vorfahre aller Juden. In der Folgezeit vollbrachte Abraham viele Taten. Es ist wahr, dass diese Heldentaten der heutigen Zeit nicht ganz vertraut sind von Menschen. Schließlich hat er keine Armeen angeführt, er hat keine neuen Armeen übernommen, er hat nicht verschiedene Feinde vernichtet, sondern der Menschheit die Idee des einen Gottes gegeben. Abraham tat dies treu, wofür er in Zukunft dem Volk vom allmächtigen Land zugewiesen, das anschließend mit einem den Namen von Eretz Israel. Abraham lebte ein recht kurzes Leben, nur 175 Jahre, wenn man bedenkt, dass seine Vorfahren viel länger lebten. Noah ist 950 Jahre alt und der erste Mensch Adam 930 Jahre. Ob das wahr ist oder nicht, müssen Sie selbst entscheiden. Aber höchstwahrscheinlich wurde ein Fehler bei der Übersetzung mit Zeitplanung gemacht und der Monat wurde als Jahr notiert. Insgesamt gab es zum Zeitpunkt von Abrahams Tod ungefähr 70 Menschen, die sich selbst als Juden bezeichneten. Das ist nicht viel, oder? Aber die Situation änderte sich, nachdem Jakob nach Ägypten kam. Er verließ seinen Posten wegen der endlosen Dürre, die sich nun schon im 7. Jahr befindet. Nachdem er alle Hoffnung verloren hatte, reiste er in bequemere Land nach Ägypten. Dort war sein Sohn Joseph der Wesir des Pharaons selbst, der es Joseph ermöglichte, Land für seinen Vater und sein Volk. Auf ihnen begannen zahlreiche Juden, ein maßvolles Leben zu führen. Parallel zu ihren wirtschaftlichen Aktivitäten führten sie auch Bildungsaktivitäten, die es ihnen ermöglichte, in kürzester Zeit zu wachsen. Die Zahl der Menschen, die sich als Juden betrachteten, stieg auf eine beträchtliche Zahl, das sind Zehntausende von Menschen. Jakob selbst erhielt einen neuen Namen, Israel, dann wurden alle diese Menschen als Söhne Gottes bekannt. Israel. Leider ist das Leben in einem privilegierten Zustand für die Söhne des Volkes Israel vorbei. In Ägypten brach eine Rebellion gegen die Fremden und den Thron aus. Der Pharao wurde an den lokalen Adel zurückgegeben. Es sind schwierige Zeiten für die Juden. Da sie die meisten ihrer Rechte verloren haben, müssen sie sich auf eine lange Zeit einstellen und wurden praktisch zu Sklaven gemacht. Am Ende werden die Juden, so Gott will, von Gott geführt. Mose und sein Bruder Aaron verließen das ägyptische Land, in Richtung Osten zur Sinai-Halbinsel. In der Wüste erwartete sie ein Ereignis, das zu einem der wichtigsten in der Geschichte der Menschheit ist. Gott gab dem Volk die 10 Gebote und die Tora. 40 Jahre lang wanderte das jüdische Volk durch die Wüsten des Sinai, und erst nach dem Tod des letzten Vertreters, der sich an diese Zeit erinnerte aus der ägyptischen Sklaverei, kamen sie an die Grenzen des Landes Kanaan, der wurde von Gott als Eretz Israel bezeichnet. Die Juden begannen, die kanaanäischen Städte zu erobern und für sich das Gebiet ihres künftigen Staates zu beanspruchen. Nur die Philister unterwarfen sich ihnen nicht, die zuvor auch einen Teil dieses Landes beschlagnahmt. All dies führte zu einer langen Reihe von Kriegen zwischen diesen Völkern. Wie dem auch sei, die ursprünglichen Grenzen Israels haben sich entschlossen. Das normale Funktionieren des Staates hat begonnen. Sein Gebiet wurde unter allen Stämmen aufgeteilt. Nur dem Stamm Levi wurde kein Land zugeteilt. Als Mitglieder der religiösen Elite konnten sie sich niederlassen, wo immer sie wollten, und das Wort Gottes zu den Vertretern der anderen Stämme zu bringen. Das Land wurde immer reicher. Mehrere Jahrhunderte lang lebten die Israeliten auf ihrem Land ohne König. Zu dieser Zeit war Jerusalem noch nicht die Hauptstadt.
Diese Stadt gehörte einem anderen Volk. Doch mit der Ankunft von König David änderte sich alles. Er hat Jerusalem erobert. Er machte sie zur Hauptstadt seines Königreichs. Die Apotheose der jüdischen Machtentwicklung war der Bau des großen Tempels in dieser Stadt. Dieses Ereignis fiel in die Regierungszeit von König Salomo. Ein Mann, dessen Intelligenz auch heute noch die Menschen verblüfft. Leider wurde nach dem Tod Salomos die zentrale Autorität, in der das Land hat seine Macht verloren. Die Elite der Teile der Stämme Israels mochte das Prinzip der Einkommensverteilung innerhalb des Landes. Am unzufriedensten waren sie jedoch mit dem Sonderstatus der Leviten im Land des Ausbruchs des Aufruhrs. Dies führte schließlich zu seiner Auflösung in die zwei getrennte jüdische Staaten, Nordisrael und Jude. Jude bestand zum größten Teil aus Land, der dem Stamm Juda und ein Teil des Stammes Benjamin gehörte. Die Überlebenden, die ihren Glauben nicht verloren hatten, zogen ebenfalls hierher an den einen Gott des Stammes Levi zu glauben. Alle anderen Länder gingen in Nordisrael, und wenn Jude weiterhin den einen Gott anbetete, dann ihre ehemaligen Landsleute kehrten zum Heidentum zurück. Das wurde ihnen später zum Verhängnis. Die Aufspaltung Israels in zwei gegensätzliche Staaten hat Aufmerksamkeit der Nachbarn geregt. Zunächst unter dem Ansturm der syrischen Armee, die damals die besten Armee der Welt gewesen war, fiel in den Norden Israels. Ihre Bewohner waren in das Gebiet der Metropole zurückgezogen, wo sie in kleinen Enklaven unter den anderen assyrischen Völkern angesiedelt sind. Königreiche und Israels Land wurde von anderen Nationalitäten besetzt, die eigens ins Land auf diese Weise gebracht wurden. In einem vereinheitlichten religiösen Umfeld assimilierten sich die Juden sehr bald, faktisch aufgehört haben, als eine einzige Nation zu existieren. Bald waren die Juden an der Reihe, Unglück einer ausländischen Invasion zu erfahren. Das babylonische Königreich, das aus den Ruinen Assyriens hervorgegangen war, griff ein kleiner Staat an, der sich nicht gegen eine sehr starke und bedeutende Macht nicht wehren konnte und bald besiegt wurde. Die meisten Juden erlitten das gleiche Schicksal wie zuvor ihre Nachbarn im Norden. Sie waren nach Osten hin abgeschirmt, und der erste Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Dieses Mal jedoch der Glaube an einen einzigen Gott, das Judentum, das sich bereits einen eigenen Namen gegeben hatte, trug dazu bei, dass die Juden, die von uns als Nation betrachtet werden, sich gerettet haben. 70 Jahre der Sklaverei dauerten, bis babylonischen Königreich selbst dem Heer des persischen Königs Kyros unterlag. Der Große, der neue Herrscher hat die Juden nicht nur aus der Gefangenschaft befreit, sondern erlaubte ihnen sogar, in ihr Heimatland zurückzukehren und den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Aber auch solche, die, aus welchen Gründen auch immer, gibt es einen Grund, warum sie nicht in ihre Heimat zurückkehrten und Juden geblieben sind und sich nicht mit anderen Völkern assimiliert haben. Nach ihrer Rückkehr nach Jude begannen die Juden erneut mit dem Wiederaufbau ihrer wichtigsten Symbol für die Wiederbelebung des Landes, Jerusalemer Kathedrale. Das Leben des Staates verlief relativ ruhig bis zum Aufkommen der neuen Machtzentren in Europa. Die Krönung all dessen war der Aufstieg des Römischen Reiches, das durch List und Tücke und schaffte es, mit Gewalt alle umliegenden Länder zu erobern. Jude, die unter den Einfluss Roms geriet, war keine Ausnahme während der Herrschaft der Herodiaden-Dynastie, und obwohl der Vorfahre der Dynastie, König Herodes I. Große, baute den Tempel von Jerusalem wieder auf und machte ihn zum prächtigsten der Welt im Nahen Osten, erlaubte er auch den Römern, zunächst erst mit List und dann mit Gewalt, in Jude Fuß zu fassen. Zunächst verhielten sich die Fremden recht loyal gegenüber den Juden und ihrer Religion, aber mit der Zeit hatten sie den Dreh raus und fingen an, sich wie echte Invasoren zu wehren. Die Antwort darauf waren zwei gewaltige Aufstände. Natürlich konnte eine kleine Nation nicht gegen eine große Nation des mächtigsten Staates in Europa bestehen. Die Aufstände wurden brutal niedergeschlagen. Jerusalemer Tempel und auch Jerusalem selbst, und die Juden, die in Jude wohnten, wurden weggeführt als Sklaven in die Metropole. So begann die zweite Gefangenschaft der Juden. Die Größe des Römischen Reiches war so groß, dass die Juden waren über die ganze Welt verstreut. Die Not der Exilanten außerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes war hart. In der Welt wurden alte Staaten aufgelöst und neue gegründet, und die Haltung gegenüber den Juden blieb unverändert und auf demselben Niveau. Sie galten als unwürdig,
wurden gemieden und auf jede erdenkliche Art und Weise schikaniert in den Rechten. Die jüdische Nation selbst hat sich in mehrere Teile gespalten, von denen der größte die aschkenasische, sephardische und mezrahische Gruppe von Bedeutung waren. Mit der Zeit haben sie ihre eigenen Rituale entwickelt, aber alle diese Teile der gleichen Leute versuchten, die Verbindung zwischen den beiden zu erhalten. Im Laufe der Zeit haben die Juden sich besondere Verhaltenstaktiken entwickelt. Von einem Staat verdrängt, strömten sie in einen anderen, wo sie ihre eigene Diaspora bildeten. So verbreiteten sich die Juden in alle Ecken der Welt, von Nordafrika des Osmanischen Reiches bis zur Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Das verfolgte Volk musste sich ständig verbessern, so auch unter ihnen. Es gab schon immer einen hohen Prozentsatz an gebildeten Menschen. Interessant ist die Tatsache, dass der Prozentsatz Juden kaum 0,2% der Bevölkerung der gesamten Menschheit ausmachen, und ihre Vertreter haben 43% aller Nobelpreise des 20. Jahrhunderts und 32% in XXI. Und damit meine ich nicht die Tatsache, dass laut Forbes sind sie ein gutes Viertel der reichsten Menschen der Welt. Diese sind nur ein kleiner Teil derer, die jeder kennt. Alle diese Erfolge wurden sowohl respektiert als auch den Neid des Staates, der konstituierenden Nationalitäten und ihrer Eliten zu jeder Zeit hervorruft. In vielen Staaten, Herrschaften und Städten wurden Juden aus der 12. Jahrhundert einer Vielzahl von Unterdrückungen ausgesetzt. Sie waren gezwungen, sich taufen zu lassen, wurden ausgesetzt, lebten in speziellen Viertel, Ghettos, tragen spezielle Trachten, kein Land besitzen dürfen und Landwirtschaft und viele Berufe ausüben. Vielerorts dürften sie ausschließlich mit Schmiergeldern arbeiten und den Handel mit altem Schrott ausüben. Ab dem 13. Jahrhundert begann sich Westeuropa zu verbreiten. Blutverleumdungen gegen die Juden, gefolgt von weiteren antijüdischen Urteile der katholischen Kirche. Im Jahr 1290 wurden die Juden aus England vertrieben, im Jahr 1394 aus Frankreich. Sie wurden für die Verbreitung der Pest verantwortlich gemacht und in vielen Städten ausgerottet. Die überlebenden Juden wanderten in die polnisch-litauische Gemeinschaft aus. Der König stellte den Juden Empfehlungsschreiben aus, in denen die Juden aufgefordert wurden, unterschiedliche Rechte und Leistungen zu gewähren. Das würdevolle Leben dauerte bis zum Auftauchen von 3 Räubern, die polnisch-litauische Gemeinschaft in 3 Teile zerrissen haben. Und die Juden landeten in 3 verschiedenen Staaten Preußens, Österreich und Russland, wo sie erneut unterdrückt wurden. Im Russischen Reich gab es etwa 5 Millionen von ihnen, und das ist der Großteil der Juden in der Welt. Es wurde ihnen sofort untersagt, sich weiter als bis zur heutigen Ukraine niederzulassen, sowie die Einschränkung des Handels und die zusätzliche Gebühren gegeben. Der Höhepunkt der Unterdrückung der Juden waren die Pogrome, die meisten von Kaiser Alexander III. Aus diesem Grund begannen die Juden massenhaft in die Nordamerika auf der Suche nach einem besseren Leben auszuwandern. Sie siedelten sich zunächst in den Hafenstädten an und dann haben sie sich bereits ins Landesinnere gezogen. Die mit Abstand größte jüdische Diaspora lebte in den Vereinigten Staaten. In den USA beträgt etwa 8 Millionen Menschen, was vergleichbar mit der Bevölkerung von ganz Israel ist. Anders als in Europa sind die USA. Hier sind Juden nie verfolgt worden. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Tatsache, dass die USA keine Titularnation hat, es ist ein Land der Einwanderer. Während die amerikanischen Juden in Wohlstand lebten und das Kapital scheffelten, die Wolken haben sich über den europäischen Ländern niedergelassen. In Deutschland wurden sie erneut diskriminiert, ausgeraubt und angedeutet, dass sie hier nicht willkommen waren. Manche Menschen packten ihr Hab und Gut und wanderten aus, manche Menschen aber blieben hartnäckig, denn dies ist ihre Heimat als Volk. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Juden in die Konzentrationslager deportiert. Lager und Ghettos im Osten, wo die Massenvernichtung stattfand. Es gibt verschiedene Theorien, warum der Führer sie auslöschte, aber die Tatsache des Ereignisses lässt sich nicht leugnen. Zu Beginn des Jahres 1939 zählten die Juden in der Welt 18 Millionen. Am Ende des Krieges waren es ein Drittel weniger. Stellen Sie sich vor, 6 Millionen Menschen wurden vernichtet, weil sie Juden sind. Am Ende des Krieges gab es in Deutschland keine Überlebenden mehr. Mehr als 10.000 Juden. Aufgrund der Tatsache,
dass Großbritannien ein Mandat zum Regieren hatte in die Palästina, flohen etwa 500.000 Juden vor den Nazis in die historische Heimatland. Dies löste bei den örtlichen Arabern großen Unmut aus, die die britischen Regierung gezwungen haben, die jüdische Einwanderung zu stoppen. Das britische Kabinett musste dem zustimmen, obwohl die liberale öffentliche Meinung während des Krieges warf London vor, dass er Juden daran hinderte, vor den Nazis zu fliehen. Schließlich revoltierten die Juden und ergriffen die Initiative in ihre eigenen Hände. In Palästina gab es sogar organisierte terroristische Anschläge gegen die Briten. Zur gleichen Zeit geriet London unter den Druck der internationalen zionistischen Organisationen sowie die USA, die sich um eine Stärkung seinen eigenen Einfluss in der Nahostpolitik bemühten. US-Präsident Harry Truman, unter dem Druck der mächtigen amerikanischen jüdischen Organisationen und Kongresse im Allgemeinen, schlug dem Kabinett, die Auswanderung von 100.000 Juden nach Palästina aus Europa zu genehmigen. In Erwartung einer politischen Explosion in den arabischen Ländern beschloss London, seine Hände in Unschuld zu waschen und gab das Mandat in Palästina auf. Die Vertreter von Ägypten, Libanon, Syrien und Irak gaben eine Erklärung in die USA ab und wies darauf hin, dass die Versuche, Palästina zu einem jüdischen Staat zu machen, zu einem Krieg im Nahen Osten führen wird. Beginnend mit der Meinung der Araber wurde Palästina zwischen Juden und Araber aufgeteilt. Im Jahr 1947 wurde Israel wieder in seine alte Position zurückversetzt, wie Moses es mehrere tausend Jahre lang vorausgesagt hat. Die Gründung des neuen Staates erzürnte die Araber. Israel wurde sowohl in den 48er als auch in den 50er Jahren in den 56 Jahren, den 67 Jahren, im 73. Jahr des 20. Jahrhunderts angegriffen. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein winziger Staat mit 5 Staaten gleichzeitig in den Krieg ziehen musste. Trotz der Tatsache, dass die benachbarten arabischen Länder das Gefallen an Israel nicht gefunden haben, er ist nur bereit, allein zu wehren, weil die Juden durch bittere Erfahrung gelernt haben, ihre Heimat für Tausende von Jahren zu verlieren. Die Juden, eines der ältesten und einzigartigsten Völker der Welt.